Schließlich wenden wir uns den Upanishaden zu. Wie wir bereits anlässlich unserer letzten Begegnung angedeutet haben, verhalten sich die Upanishaden zu den Veden wie der Talmud zur Tora. Obwohl die Upanishaden und der Talmud Texte sind, die zu unterschiedlichen religiösen Traditionen gehören und unterschiedliche Ziele und Inhalte haben, hatten beide einen tiefgreifenden Einfluss auf ihre jeweiligen Kulturen und religiösen Traditionen und gelten als grundlegende Quellen für das Verständnis und das Studium ihrer jeweiligen Religionen. Die Upanishaden sind eine Sammlung philosophischer und spiritueller Texte, die den letzten Teil der Veden bilden. Sie spiegeln ein fortgeschrittenes Stadium in der Entwicklung des vedischen Denkens wider und enthalten tiefgründige philosophische und spirituelle Lehren. Der Begriff Upanishad stammt aus dem Sanskrit und bedeutet nahe sitzen, was uns darauf hinweist, wie wichtig es ist, in der Nähe eines spirituellen Meisters zu sitzen, um direkte und tiefgründige Lehren über den Sinn des Lebens, des Universums und der letztendlichen Realität zu erhalten. Die Upanishaden behandeln ein breites Spektrum an philosophischen Themen, darunter die Natur des Selbst oder Atman, die Beziehung zwischen dem Individuum und dem Universum oder Brahman, die Natur des Kosmos und des Göttlichen, den Kreislauf der Wiedergeburt oder Samsara, schließlich Karma und Moksha, sprich die spirituelle Befreiung. Die Upanishaden sind oft ein Gespräch zwischen Lehrer und Schüler und verwenden eine Vielzahl von Aspekten wie mythologische Erzählungen, philosophische Dialoge und allegorische Symbolik, um diese tiefgründigen Themen zu erforschen. Dieser Form des Gesprächs zwischen Lehrer und Meister wird uns erneut begegnen, wenn wir uns in Griechenland ein bisschen umsehen und auf einen gewissen Herrn Sokrates und auf einen gewissen Herrn Platon stoßen werden. Sie hatten einen großen Einfluss auf die indische Philosophie und Spiritualität und gelten als einer der grundlegenden Quellen der wichtigsten religiösen Traditionen Indiens, einschließlich des Hinduismus und des Buddhismus. Sie haben auch das philosophische Denken in der ganzen Welt beeinflusst, wie wir eben gesehen haben, und waren im Laufe der Jahrhunderte Gegenstand des Studiums und der Reflexion zahlreicher Philosophen und Gelehrter. Bereits im Zeitraum zwischen 1199 und 900 vor Christus, als die Upanishaden niedergeschrieben wurden, gab es Kritiker, die die Religion der Brahmanen mehr oder weniger intensiv anzweifelten. Sogar in den Upanishaden selbst findet man Hinweise dieser Art. In der Chandogya Upanishad ist vermerkt, dass die strenggläubige Priesterschaft einer Prozession von Hunden gleicht, von denen jeder den Schwanz seines Vorgängers hält und fromm spricht, Zitat, Om, lasst uns essen, Om, lasst uns trinken, Zitat Ende. In der Svasamveda Upanishad wird die Meinung vertreten, dass Gott, Himmel und Hölle, die Wiedergeburt und überhaupt die Welt als solche im Reich der Einbildungen angesiedelt sind. Daher seien, kann man weiterlesen, die Veden und die Upanishaden das Werk eingebildeter Narren. Gedanken sind Illusionen und gesprochene sowie geschriebene Worte daher unwahr.
Das Volk sucht im Lebenskampf Halt bei den Göttern und heiligen Männern, sprich die Brahminen, sprich den Priestern. Es gäbe keinen Unterschied zwischen Vishnu und einem Hund, wird im Text noch nachgedoppelt. Vishnu ist zusammen mit Brahma und Shiva einer der 3 Hauptgottheiten der Trimurti. Die Trimurti ist ein grundlegendes Konzept im Hinduismus, das die göttliche Triade darstellt, die aus 3 Gottheiten besteht: Brahma, Vishnu und Shiva. Diese 3 Gottheiten verkörpern 3 primäre Aspekte des Göttlichen und stellen die Prozesse der Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung im Universum dar. Brahma gilt als der Schöpfer des Universums. In der hinduistischen Kosmologie heißt es, dass er das Universum und alle Lebewesen erschaffen hat. Obwohl Brahma für die Schöpfung verantwortlich ist, wird er nicht so sehr verehrt wie Vishnu und Shiva. Er wird oft als ein altes Wesen mit 4 Köpfen und 4 Armen dargestellt. Vishnu hingegen ist der Bewahrer des Universums. Es wird angenommen, dass er die kosmische Ordnung aufrechterhält und das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse schützt. Vishnu wird mit zahlreichen Avatara oder Inkarnationen in Verbindung gebracht, darunter Rama und Krishna, die auf die Erde geschickt werden, um die Menschheit zu schützen und zu leiten. Er wird oft als Gott mit 4 Armen dargestellt, der verschiedene Attribute wie Waffen und Symbole in seinen Händen trägt. Unter anderem wird er mit einem Streitkolben, dem Gada, der Scheibe oder Chakra, der Muschel oder Shankha und dem Lotus oder Padma dargestellt. Die religiösen Praktiken und Formen der Vishnu-Verehrung sind in ganz Indien sehr unterschiedlich und seine Verehrung hat eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung des Hinduismus gespielt. In vielen hinduistischen Traditionen wird Vishnu als höchste persönliche Gottheit verehrt und mit Konzepten wie Hingabe oder Bhakti und kosmischem Schutz, Bewahrung des Dharma, in Verbindung gebracht. Shiva schließlich ist der Zerstörer oder Umwandler des Universums. Er stellt das Prinzip der Zerstörung und Umwandlung dar, die als wesentlich für den Zyklus der Wiedergeburt und der Erneuerung des Universums angesehen werden. Shiva wird auch mit vielen positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht, wie die Meditation, die asketische Strenge und das Wohlwollen. Er wird oft als dreiäugiger Gott dargestellt, der einen Dreizack, im Sanskrit Trishula genannt, hält und von Schlangen umgeben ist. Die Trimurti veranschaulicht also die Verflechtung und Komplementarität der schöpferischen, konservierenden und zerstörerischen Prozesse im Universum gemäß der hinduistischen Vision. Das war die Geschichte Indiens Teil 3. Präsentiert von der Bar Rouge und der Akademie der Vernunft. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.